Hallo zusammen, mein Name ist Konrad Zöpf von TQ Embedded. Ich möchte Ihnen heute die Starter-Kit-Inbetriebnahme von unserem TQM LX2160 zeigen. Angefangen erst einmal bei einem sicheren Arbeitsplatz wegen ESD-Schutz, dass der Elektronik nichts passiert, haben wir hier, wie gesagt, diese ESD-Matte plus ein Armband, dass wir die Baugruppen nicht zerstören. Was ist eigentlich alles in dem Starter-Kit-Set enthalten? Angefangen beim Quick-Start-Guide, das die erste Inbetriebnahme und die Dip-Switch-Konfiguration zeigt, wie ist das Produkt einzustellen. Dann haben wir Schrauben, Stecker, um auch an die Schnittstellen ranzukommen. Dann haben wir ein serielles Kabel für die Konsolenausgabe, ein USB-Kabel für den USB-OTG-Port, als auch ein USB-Kabel für den USB 3.0 OTG-Port und natürlich ein Netzkabel plus ein Netzteil. Der Hauptteil des Starter-Kits ist natürlich das Baseboard mit bereits vorinstallierten und vormontierten Modul mit unserem Heatspreader und natürlich für den Starter-Kit-Aufbau einer Lüfterlösung. Nun schauen wir uns das Mainboard noch einmal genauer an. Wir haben angefangen beim Powerstecker bis über 2 Gigabit Ethernet Ports, einmal ein SFP-Port für 100 Gigabit Ethernet, 2 SFP-Ports für 10 Gigabit Ethernet und hier sind nochmal 8 Gigabit Ethernet Ports über die SerDes Lanes realisiert. Wir haben hier zweimal M2.SATA Schnittstellen, wir haben hier einige PCI Express Lanes und ein besonderes Highlight ist hier hinten das Display, das erkläre ich Ihnen nachher nochmal, das einmal den Status des Starter-Kits anzeigt, als auch die SerDes-Konfiguration, wie Ihre Netzwerkschnittstellen auf dem Starter-Kit konfiguriert sind. Nun starten wir mit der Inbetriebnahme. Zunächst steckt man erstmal die Stromversorgung vom Netzteil an, hier vorne an dem schwarzen Stecker. Dann legen wir die serielle Verbindung vom seriellen Port der Konsole an den Laptop. Nachdem wir, wie gesagt, diese serielle Verbindung hergestellt haben, das Netzteil angeschlossen, kann ich das Netzteil mit der Spannung verbinden und dann sehen Sie, dass innerhalb ein Bruchteil einer Sekunde bereits das Statusdisplay hochkommt, das System losstartet und Ihnen hier schon mal den aktuellen Systemstatus zeigt, also die Modulversorgungsspannung, die aktuelle Stromaufnahme und den Leistungsverbrauch des gesamten Moduls. Hier am Display, am Monitor, sehen Sie, wie das Linux hochstartet. So einfach ist es im Prinzip, das Starter-Kit in Betrieb zu nehmen, da wir das vorkonfiguriert haben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich direkt an unseren Support oder auch an mich wenden, dass wir Ihnen dahingehend weiterhelfen. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der weiteren Entwicklung mit unserem Starter-Kit, das auf dem TQM LX2160 basiert.